Hallo und herzlich willkommen zum Best of Germanist. Wir wären kein alternativer City Guide, wenn wir nicht auch die skurrilsten und verrücktesten Menschen treffen würden. Und wo finden sich diese ganz besonders wieder? Genau, in der deutschen Musikszene. Sag mal, hallo, verbringst du viel Zeit im Studio? Immer wenn ich kann, ja. Und wenn ich nicht gerade unterwegs bin, ich bin jetzt gerade wieder viel unterwegs. Also. Im Laufe deiner Karriere warst du ja auch überall, wahrscheinlich an jedem Flecken Deutschlands. Was ist das Besondere in Stuttgart im Vergleich zu allen anderen Orten? Also wenn man Stuttgart in einem Wort beschreiben müsste, dann wäre das exakt. Auch so ausgesprochen. Exakt. Kannst du auch, wie nennt man das? Schwäbisch Ja, sprechen? Klar. Kannst du mir was beibringen? Nein! Das ist jetzt voll der Klassiker, ja so in einem voll Interview doof. zu fragen, hey, du kannst Schwäbisch, kannst du mir irgendwas beibringen? Ja, von Teddy kennt man ja sowas wie, was laberst du? Ach, Teddy, kennst du, ja. ja. Was laberst du? Nein, was laberst du? Aber man muss immer nur an die Stellen machen, wo ST, laberst. Genau, oder halt bei kennst du, wer ist ein Kennst? Aber das weißt ist du? wieder kennst. Ah, okay. ST ist immer sch. Kommen da oft Menschen, die ein Auto kaputt machen wollen? Eigentlich wöchentlich. Wöchentlich? Meistens Frauen. Was sind so was sagen die dann so? Was ist so der Grund? Das ist Abbau. Echt jetzt? Ja, ehrlich jetzt. Und meistens sind es Frauen, die da kommen. Von Brandenburg ab nach Hessen, genauer gesagt nach Frankfurt. Ich bin verabredet mit dem Rap-Duo Celo und Abdi. Hallo, ich bin Claire. Hi. Alles klar, wie geht's dir? Ja, gut bei euch. Herzlich willkommen im Frankfurter Main. Vielen Dank. Sehr einladend. Wir gehen jetzt da hoch auf den Main Tower. Wart ihr da schon mal um? Ich war ehrlich gesagt noch nie da oben als Frankfurter. Also durch Rap komme ich jetzt auf den Main Tower endlich. Wir drängen uns jetzt vor. Aber du kommst ja von da. Ich bin von Osten. Von da. Wie habt ihr euch denn kennengelernt eigentlich? Hier zentral. Hier gibt's die Straßenbahn, die fährt gerade vorbei, guck mal. Ja, Das die ist 12. Ja, die Die 12. verbindet euch. Die kommt von Bornheim, die fährt durch die ganze Stadt bis nach Holstein. Ah, okay. Und ihr habt euch in der Straßenbahn getroffen? Nein, das ist nur die Metapher dazu. Einmal im Jahr findet in Leipzig das Wave-Gotik-Treffen statt. Ein großer Fan des Festivals ist Kriminalbiologe Marc Benecke. Ihn treffe ich im Schauspielhaus. Ja, Marc, hallo. Hallo Claire. Du bist ein Profi, was das VGT angeht. Das heißt, du kannst mir jetzt auch irgendwas Schönes zeigen. Ja, auf jeden Fall. Wir gehen jetzt mal ins Heidnische Dorf. Das ist eine der urtümlichsten, sowieso der Kern vom Pfirsich. Da gehen wir jetzt mal rein, mitten in die Veranstaltung und lassen mal das Fruchtfleisch ein bisschen weg und gucken mal, was da an paganen, fröhlichen, wilden, verrückten, freien, schwarzen Sachen passiert. Zuber-Zirkus. Was ist denn ein Zuber? Ein Waschzuber? Ein riesiger Waschzuber, das ist ein riesiges Holzfass. Und darin kann man, siehst du, da geht es allen Leuten sehr, sehr gut. Sie werden gepflegt, sie können sich entspannen. Ach, deswegen möchtest du auch unbedingt hier hin, ne? Weil du dich entspannen möchtest. Ich möchte eine Seelenreise machen, wie es da auch steht. Okay, Ja. na dann machen wir doch eine Seelenreise, oder? Apropos mit Fremden in eine Badewanne steigen. Bei Germanist wurde es in der Vergangenheit oft etwas schlüpfriger. Erotik ist also definitiv ein wiederkehrendes Thema unserer Sendung und deswegen wollten wir euch auch nicht die dementsprechenden Highlights vorenthalten. Hi, grüß dich. Claire. Und Ine, komm rein. Super.
genaue Berufsbezeichnung? Bizarre Lady tatsächlich. Also ich bin keine Domina, sondern ich habe ein breiteres Repertoire an Sachen, die ich mache mit meinen Kunden, Gästen. Von Fetisch, Sex über SM-Spiele, Rollenspiele, mache ich alles Mögliche. Wofür ist das hier beispielsweise? Das ist ein Bock. Das heißt, da kann man sich drüber legen. Und wenn man dann hier liegt, dann kommt also so ein Teppichklopfer? Genau. Man kann jemanden verhauen oder man kann jemanden ordentlich von hinten. Wie man mag. Du machst auch erotische Hypnose. Könntest du mich auch hypnotisieren? Ja, die meisten Menschen sind hypnotisierbar. Okay, und schlaf. Lass dich wieder tiefer und tiefer sinken. Diese Hafenpoller, an denen die Schiffe oft festgemacht sind, die haben ja schon eine interessante Form. Das hat ja schon irgendwie was Erotisches. Es bereitet mir sehr viel Freude. Ja. Ich glaube, ich bin gerade so emotional verwirrt. Ja. Hätte ich nachher von diesen Hafenpollern wirklich wegzerren müssen. Weil eigentlich würdest du viel, viel, viel lieber einfach dort bleiben. Ja, aber ist es nicht total bescheuert? Wieder von der Leine weg. Ich soll von der Leine weggehen, sagt der Mann. Das ist aber jetzt ein bisschen schwierig. Das ist jetzt hart, ne? Ich weiß gar nicht, wenn das kommt. Hallo. Hallo. Oliver? Ja. Guten Tag. Claire? Willst du erst mal was trinken, ne? Bei mir gibt's immer Prosecco. Hier. Danke. Ich den vom Kunden vorher, das passt schon. Cheers. Cheers. Was bedeutet denn Nacktheit für dich, wenn du sagst, du bist gerne nackt, deine Models sind oft gerne nackt? Ist das für dich ein wichtiges Element auch für deine Fotos? Also am Anfang ist es ein bisschen ungewöhnlich, ne? Du darfst nicht als Mann dann denken, oh, die ist jetzt nackt wegen mir, sondern sie ist nackt wegen der Kamera, also wegen dem Foto quasi. Und das muss erst mal raus aus dem Gehirn. Das ist gar nicht so einfach. Und wo wir gerade bei Nacktheit sind, widmen wir uns doch gleich der Hamburger Reeperbahn, wo ich von Kiez-Legende Kalle Schwensen empfangen werde. Claire, mein Name? Wir zeigen Ihnen jetzt hier das Verlies. Und das besteht ja der Club des Arts, wo auch immer noch SM gemacht wird. Und das Verlies ist so eine touristische Attraktion, weil der Laden weltweit einzigartig ist. Ich war damals auch so ein grandiger Rocker. Ja, aufgrund der Musik kann man sich auch nicht vorstellen, aber wir liefen ja alle mit Lederjacken rum. Wirklich? Ja. Mit langen Haaren? Nein, ich nicht. Ich bin immer die gleiche Wissel. Also ich sehe seit 1000 Jahren gleich aus. Ne? Aber damals die anderen waren eben so Lederhose, Lederjacke, Stiefel. Damals auch schon die Pilotenbrille? Ja, seit meinem 16. Lebensjahr. Ja. Seit dem 16. Lebensjahr? Ja. Und ich bin auch, glaube ich, wohl einer der wenigen Leute in Deutschland, die auch im Ausweis so eine Brille tragen. Im Ernst? Ja. Das ist gar nicht erlaubt offiziell, oder? Ja, ich hab's ja. Ich kann sie mal kurz zeigen. Kalle Schwensen trägt natürlich Sonnenbrille in seinem Perso. Wer vermutlich Hasenohren trägt, ist unser nächster Kandidat. Sein Name ist Scott Grabell und er verbringt die meiste Zeit seines Lebens als blauer Hase. I'm ready. Let's go in. Okay, I can't wait already. The filming is happening. We're famous tonight. Hi, everybody. Mein Name ist Scotty the Blaue Hase. Welcome to the Grüne Engel. Scotty ist Gastgeber einer berauschenden Show aus Burlesque-Tanz, skurriler Akrobatik und extravaganter Varieté-Attraktion. Thank you so much. Don't show this to my mother. We won't. Don't show this to my mother even. Oh, shit. Hook 5. Obwohl es ziemlich kalter Winter ist hier in Berlin, habe ich mich jetzt sehr hautfrei bekleidet, damit ich mit Attila und Lars die Live-Action-Painting-Session starten kann. So, Jungs. Ja. Hallo. Ich habe da mal was vorbereitet. Ja, Street Art Kunst definitiv, glaube ich schon, gehört zu Berlin dazu.
Germanist bedeutet vermutlich so viel wie einen deutschen Geist zu fassen. When I think about German, I think about beer, sausage, coolness and, of course, street art. Also, ich bin ja jetzt Kunstobjekt, oder? Bist du? Ich bin jetzt nicht mehr klar, ich bin jetzt Kunst. Heißt es nicht auch, ist das Kunst oder kann das weg? Ist das Kunst oder kann das Claire? Das war das Germanist Best of der verrücktesten Charaktere. Wer Lust auf mehr bekommen hat, geht auf www.youtube.com/Germanist und klickt sich durch unsere Folgen. Tschüss!